glaube, hier bleiben wir erstmal stehen, weil bevor wir jetzt weiterfahren, müssten wir Luft ablassen, weil ich habe schon gemerkt, wer sich ganz schön quält. Weil ich ein bisschen langsamer werde, sacken wir sofort ein. Wir fahren auch noch, ich glaube, ich guck mal mit 4,6 Bar, das ist viel zu viel für den Sand. Ein guter Tipp im Sand ist natürlich nicht nur Luft ablassen, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Es ist eigentlich auch immer ganz cool, wenn man die Spuren halt gefahren hat, dann ein kleines Stückchen wieder zurückzufahren. Das macht das Anfahren nächstes Mal wieder ein bisschen leichter, weil man steht ja auch lange, manchmal weht der Wind so ein bisschen um einen rum und man wird noch tiefer eingebuddelt. Und wenn man dann schon eine gefahrene Spur hat, in die man wieder reinfahren kann, ist das oft ein bisschen einfacher. Im Schnee ist das genauso von Vorteil. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber ja, wir haben hier ein kleines Fliegenproblem. Kleines. Also wir kennen das ja schon. Das Gute ist, gegen Abend werden die träge, dann kriegt man die irgendwann raus, aber jetzt aktuell nervt das ein bisschen. Die suchen natürlich einen windgeschützten Platz, wir haben auch schon alle Fenster aufgemacht. Ja, aber was sollen wir machen? Fenster zu ist zu warm. Hau, nicht mich hauen. Hier vorne die Ecke mögen sie besonders. Ja, ich glaube, das sind vergebene Liebesmühen. Ich glaube, wir geben uns unser Schicksal hin. Ja, richtig fit sind wir noch nicht, aber wir sind schon so weit, dass wir uns im Bett langweilen. Deshalb wollen wir jetzt weiter. Also wir fahren jetzt zum Nordkap, also zum Nordkap Afrikas. Genau, also das Kap Angela heißt das. Und das ist der nördlichste Punkt Afrikas. Damit sind wir nördlicher als die südlichsten Punkte Italiens und Spaniens. Ja, habe ich nachgeguckt. Ja, das ist schon ganz cool. Also wir können jetzt auch am Strand hier weiterfahren, hoffen wir zumindest. Also wir haben uns das bei Google auf den Karten angeguckt und das müsste eigentlich gehen. Wir haben ja so eine kleine Passage, die ein bisschen schmaler ist. Da sind wir ja gestern schon mal so durchspaziert. Da ist nämlich ein Olivenbaum, da muss man ein bisschen aufpassen, weil Olivenbäume sind ziemlich gemein, weil das so ein hartes Holz ist. Genau. Da haut man sich ganz schöne Beulen rein oder die drücken Scheiben kaputt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es müsste eigentlich alles passen. Also von der Breite her haben wir uns das angeguckt, es müsste alles passen. Müsste. Ja, mal gucken, wir sind gespannt. Dann machen wir alles startklar. Ich glaube, ich muss den Motor ein klein bisschen warm laufen lassen, weil das jetzt hier im tiefen Sand strengt er sich natürlich ein bisschen an. Luft abgelassen habe ich gestern schon. Vielleicht noch nicht genug. Ich bin jetzt auf 3 Bar bin ich runter. Also, aber ja, mehr kann ich immer noch ablassen, wenn wir stecken geblieben sind. Ja, immer wenn es zu spät ist. Ja, ja, so macht man das, glaube ich. Ne? Okay, also los geht's. Das ging ja ohne Probleme. Jetzt mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Das ist ja nur Theorie, also dass man hier weit lang kommt.
Jetzt sind die Spuren auch weg, weil es so windig ist. Ja, ja. Da hinten sind wir noch ein paar Spuren von anderen Motorrädern. Ich guck mal auf die Karten. Vielleicht. Jetzt natürlich nach links irgendwie. Aber es sieht irgendwie. Hier sollten wir vielleicht Mal gucken. Ja. zu Fuß gucken, ja. Weil hier sieht es nicht so aus, als. Doch, guck mal nach links. Das ist ja mehr Abenteuer als gedacht. Ziemlich cool. Ich bin jetzt auch mal vorgegangen, weil hier kommt gleich nochmal eine kleine Wasserdurchfahrt. Die werden wir aber umfahren. Das ist kein Problem. Und dann wird es interessant, weil dann kommen wir von dem sandigen Gelände aufs steinige Gelände und da ist eine ganz schöne Stufe. Da müssen wir ein klein bisschen Schwung nehmen, weil wenn wir zu langsam ranfahren, dann kommt er auf die Steinkante nicht rauf und dann buddeln wir uns im Sand ein. Also man sieht auch, da sind so 3 verschiedene Wege, die man fahren kann. Da haben sich schon andere öfters dran versucht. Bin aber zuversichtlich. Und zurück geht auf jeden Fall wieder. Also wir versuchen es mal. Ups, die Daisy. Ui. So, jetzt ordnen wir uns erstmal neu. Cool. Haben wir geschafft. Muss man da oben so lang. Hab ich schon gesehen. Okay. Und das ist ja jetzt nicht so das Problem. Das ist nur ein bisschen. Deswegen, das war jetzt so, muss man ein bisschen Schwung nehmen. Bin ja schon gespannt, wie es hinten aussieht. Weiter habe ich aber nicht geguckt. Ja, dachte ich mir. Nee, dann nicht. Dann steht das Auto davor. Ja, aber guck, da geht's auch lang. Alter, das ist steil.
Aber man merkt, dass wir noch nicht ganz fit sind. Wir sind ja, ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich nur 6-7 Kilometer gefahren. Wenn überhaupt. Ich bin ganz schön kaputt. Jetzt müssen wir erstmal Pause machen. Hier bleiben wir jetzt. Ja. Aber wir gehen gleich nochmal natürlich zum Kap da und zeigen das. Ja, aber wir müssen den Regen noch abwarten. Ja, fängt gleich wieder an zu regnen. Das stimmt. Kap Angela, eine beeindruckende felsige Landzunge, die mit ihrer Spitze Ras Ben Saka den nördlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents markiert. Dieser besondere Ort liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Bizerte, der nördlichsten Stadt Afrikas. Erst im Jahr 2014 wurde Kap Angela offiziell als nördlichster Punkt Afrikas anerkannt, was seine Bekanntheit seither enorm gesteigert hat. Heute zieht es zahlreiche Besucher an, auch wegen der wunderschönen Skulptur, die den afrikanischen Kontinent darstellt. Obwohl Kap Angela längst kein Geheimtipp mehr ist, ist es angenehm ruhig und keineswegs überlaufen. Zumindest in der Zeit, in der wir uns dort aufhalten. Und man muss auch nicht den Weg fahren, den wir gewählt haben. Es führt auch eine normale Straße zum Kap. Diese ist zwar etwas länger, aber vermutlich trotzdem schneller als der von uns gefahrene Weg. Ja, jetzt geht's mal wieder weiter. Eigentlich wollten wir ja gerne noch ein bisschen an der Küste bleiben, wegen Kiten und mal vielleicht Foilen. Aber wir fahren ja noch nach Djerba. Ja, also wir werden jetzt erstmal, weil es gesundheitlich immer noch recht schwierig ist, weil wir recht schnell aus der Kondition sind, werden wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Landesinnere und wenn mal langsam so Richtung Wüste uns begeben. Genau. Deswegen geht's jetzt weiter. Also jetzt verlassen wir hier dieses schöne Nordkap wieder, Kap Bianca. Ist auch gar nicht. Das heißt Kap Angela immer noch. Ach ja, ich weiß auch nicht. Aber Bianca gibt's ja auch, ne, glaube ich. Kap Habe ich Blanc. gelesen. Ach, Kap Blanc? Ja, Ja, okay. ja, genau. Ja, mit Namen habe ich es manchmal nicht so. Ist ja nicht so schlimm. Nee, also jetzt fahren wir hier auch weiter. Also hier ist es auch gar nicht so einsam, wie man denkt, weil gestern ist ja auch eine Fähre angekommen und dann waren jetzt diese Österreicher hier und ich glaube jetzt gerade stehen auch schon wieder 2 Deutsche und gucken sich das halt an und ist eigentlich ganz gut besucht hier, das Kap Angela. Ist ja auch also touristisch extra so erschlossen worden. Also seitdem diese Statue da ist oder diese Skulptur, ist wohl auch viel mehr los hier. Ansonsten war an diesem Punkt gar nichts Ach los. so. Erst seitdem das halt steht. Okay. Sieht aber richtig cool aus. Also auch diese Skulptur ist richtig toll gelungen. Also es lohnt sich auch hier mal einen kleinen Ausflug herzumachen. Hier kann man auch super übernachten. Also Das stimmt.